Salam, ihr Lieben, herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich. Heute wollen wir einen Ramadan-Kalender basteln. Ich zeige euch 3 Inspirationen, wie ihr euren Kalender zu Hause gestalten könnt. Hier im Hintergrund seht ihr schon einen davon, den ich hier aufgestellt habe. Alle Bastelvorlagen dazu findet ihr auf meinem Blog dattelbeere.de. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Viel Spaß! Wir beginnen mit dem Kristallkugel-Ramadan-Kalender. Ein wunderschöner Ramadan-Kalender nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Dafür benötigt ihr 30 Kugeln, Nylonfaden, Zettel, Seidenpapier, Eukalyptuszweige, einen Korkenzieherast und eine Schere. Diese Kugeln bestehen aus Acryl und ich habe sie bei Amazon bestellt. Den Link findet ihr im Blogpost und auch unten in der Infobox. Die lassen sich super öffnen und schließen und somit könnt ihr die Geschenke da drin wunderschön verstauen. Ich habe mich dazu entschieden, kleine Zettel als Motivator und als kleines Geschenk in jeder Kugel zu verstecken. Da könnt ihr entweder persönliche Nachrichten draufschreiben oder ein Dua. Ich habe jetzt hier Koranverse genommen. Die müsst ihr natürlich alle ausschneiden. Insgesamt braucht ihr da auch 30 Stück. Und damit sie schöner aussehen, wenn sie in der Kugel sind, habe ich sie noch aufgerollt. Das Seidenpapier wird zurechtgeschnitten, genauso wie der Eukalyptus. Den habe ich auch in kleinere Zweige unterteilt. Und dann kann die Kugel schon gefüllt werden. Ich zerknüll das Seidenpapier etwas, um dem Ganzen mehr Struktur zu geben. Dann kommt jeweils ein Vers hinein und ein Eukalyptuszweig und dann kann das Ganze schon wieder verschlossen werden. Wenn ihr alle 30 Kugeln befüllt habt, könnt ihr sie am Korkenzieherast aufhängen. Dafür nehmt ihr am besten Nylonfaden, denn der ist durchsichtig und fällt auf den ersten Blick nicht auf. Dann sieht es nämlich aus, als ob die Kugeln frei schweben. Einfach durch die Öse ziehen und dann an eurem Ast aufhängen. Der nächste Kalender, den ich mir ausgedacht habe, ist eine kleine Stadt aus Moscheen und Häusern. Dafür benötigt ihr die Bastelvorlagen von meinem Blog. Ich habe euch das alles unten verlinkt, einen Kleber und eine Schere. Die Bastelvorlagen könnt ihr euch entweder auf meinem Blog selbst herunterladen und ausdrucken oder auch ganz neu jetzt vom Druckservice zuschicken lassen, wenn euch nämlich ein hochwertiger Drucker oder hochwertiges Papier fehlen. Die Informationen dazu findet ihr auch bei mir im Shop. Nun muss das Ganze ausgeschnitten werden, die Fronten für die Stadt, einmal die Moscheen und die Häuser natürlich. Und dann brauchen wir auch noch die Würfel, dazu schneiden wir auch die 30 Mantelflächen aus. Das geht eigentlich rucki zucki, weil das nur gerade Linien sind. Um den Würfel nun leichter falten zu können, nehme ich mir ein Lineal zur Hilfe und fahre nun mit der Spitze der Schere die Faltkanten entlang. Dadurch werden die nämlich viel flexibler und lassen sich gleich viel einfacher knicken. Nun lässt sich jede Faltkante ganz einfach umknicken. Ich mache das jetzt einmal hier schon mal komplett für jede Seite, denn so kann man das Ganze gleich viel besser zusammenfügen, nachdem der Kleber drauf ist. Wie ihr seht, lässt sich das Ganze nun schon ohne Kleber in die fertige Form zurechtfalten. Damit es nun hält, wird auf jede Klebefläche noch der Kleber verteilt und dann kann das Ganze zusammengesetzt werden. Ihr seht, ist so ein Würfel im Handumdrehen fertig. Die obere Seite bleibt offen, denn wir müssen den Ramadan-Kalender ja später noch befüllen. Jetzt werden noch die Fronten aufgeklebt, auch einfach nur die Fläche mit Kleber bestreichen und dann eure Moscheen oder Häuser vorne drauf kleben. Sind alle 30 Würfel gefaltet und geklebt, könnt ihr ihn noch befüllen und dann einfach mit der Lasche oben zuklappen. Natürlich könnt ihr es auch zukleben, ich habe es einfach nur reingesteckt. Als dritte Idee zeige ich euch noch den Watercolor Mond. Dafür braucht ihr Kleber, eine Schere, eine Heißklebepistole, 30 Klopapierrollen, ein großes Stück Pappe und dann natürlich die Dattelbeere Bastelvorlagen, die ihr
auf meinem Blog bekommt. Ich zeige euch heute den Kalender in rosa, aber das Ganze gibt es auch in hellblau, wenn ihr lieber eine blaue Variante machen möchtet. Nun geht es ans Ausschneiden. Das hier sind die Ummantelungen für die Klopapierrollen, denn wir wollen die ein bisschen aufhübschen. Dafür habe ich aus Watercolor hier solche Ummantelungen gezaubert. Die schneidet ihr aus. Insgesamt 30 Stück braucht ihr. Das geht total rucki-zucki, denn es sind auch wiederum nur gerade Linien. Und dann braucht ihr natürlich noch die Kreise mit den Ziffern, damit ihr wisst, welche Rolle zu welchem Tag gehört. Nun wird die Klopapierrolle mit Kleber bestrichen und dann kann auch schon die ausgeschnittene Ummantelung ganz einfach darum gelegt werden. Noch die kleine Lasche, die Überlappung mit einem Klebestreifen fixieren und dann ist auch schon fertig. Als Befestigungsgrundlage benötigt ihr eine große Pappe. Die habe ich ganz einfach mit Geschenkpapier beklebt, damit sie schön aussieht. Nun wollen wir dem Ganzen auch eine Form geben. Ich würde euch empfehlen, das Ganze erst einmal ohne Kleber durchzuspielen, damit euch auch die Form letztlich gefällt. Ich habe mich für einen Mond entschieden. Bis dann jede Rolle so an seinem Platz ist, dauert das etwas. Und dann wird die Unterseite mit Heißkleber bestrichen und kann dann auf die Pappe gesetzt werden. Und der wichtigste Teil, der Kalender wird befüllt. Und jetzt kann alles verschlossen werden. Dazu streicht ihr den Rand der Kreise mit Kleber ein und dann fixiert ihr das einfach oben auf der Klopapierrolle. Um an die Überraschung heranzukommen, müssen eure Kinder nun einfach mit dem Finger ein Loch durch das Papier pieksen. Ich hoffe, euch haben die Kalender gefallen und ihr konntet ganz viele Inspirationen für euren Kalender zu Hause sammeln. Die Bastelvorlagen findet ihr auf meinem Blog dattelbeere.de. Ich habe euch das in der Infobox verlinkt. Einfach mal draufklicken und dann findet ihr die Sachen dort entweder zum Download und zum Zuhause ausdrucken oder auch im Druckservice. Denn wenn ihr keinen hochwertigen Drucker zu Hause habt oder kein qualitativ hochwertiges Papier, schicke ich euch die Bastelvorlagen auch jetzt ganz neu zu euch nach Hause, damit ihr sofort loslegen könnt und basteln könnt. Einfach mal im Shop vorbeischauen und euch die Bastelvorlagen in den Warenkorb legen, die euch interessieren. Und dann erreichen sie euch ganz schnell auf dem postalischen Weg ohne viel Aufwand. Schaut auf jeden Fall in meinem letzten Video vorbei, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Dort habe ich eine Gebetskette aus Fimo gebastelt. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Salam alaikum. Danke fürs Zusehen.